Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. Heute geht es um die RSA-basierten Hash-Funktionen, Chameleon-Hash-Funktionen. Und ja, die bilden eine Nachricht M aus sozusagen n-Bits ab. Also wir haben eine n-Bit-Nachricht, eine n-Bit-Nachricht M. Dann haben wir die Gruppe Z modulo Groß N. Ups, da wollte ich das hinmachen. Und wir bilden diese ganzen Nachrichten hier, also diese Nachrichten mit Zufallswerten aus dem Raum hier, ohne Null, Achtung, die random, also diese, wo hatten wir es aufgeschrieben hier, diese Randoms, die dürfen nicht Null sein, das ist die einzige Bedingung, die wir hier stellen. Und das, was wir am Ende rausbekommen, sind auch wiederum Zahlen bis groß n minus 1. Okay, das ist alles. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Ist auch nicht sonderlich schwer. Könnte ich jetzt bitte dieses Ding größer ziehen? Dankeschön. Okay, so, das ist auch nicht sonderlich schwer. Im Prinzip sehr ähnlich wie unsere Einmalsignatur. Und ja, wir schauen uns einfach mal an, wie wir das machen. Unser Gen-Algorithmus, der produziert logischerweise mal wieder dieses n als Produkt von zwei Primzahlen. Ich glaube, das habe ich mittlerweile lang und breit erklärt, wie das zustande kommt. Dann, ich glaube, das schreibe ich auch mal hier oben hin, dann ein e, das größer ist als 2 hoch klein n und eine Primzahl. Und dadurch bekommen wir automatisch das Ergebnis, dass der größte gemeinsame Teiler von e und Phi von n, dass der gleich 1 ist. Denn Phi von n ist, wir wissen es hoffentlich noch alle, aber ich schreibe es trotzdem nochmal hin. Phi von n ist p minus 1, also die Primzahl minus 1, was offensichtlich dann eine gerade Zahl ist, denn jede Primzahl minus 1, also jede Primzahl muss ungerade sein. Wenn ich 1 davon abziehe, dann habe ich logischerweise eine gerade Zahl. Also irgendeine gerade Zahl übrigens, q minus 1. Das ist Phi von n und dadurch habe ich ein Produkt von zwei geraden Zahlen. Das heißt, das ist definitiv keine Primzahl. Selbst wenn eine Zahl gerade ist, ist es keine Primzahl. Genau, das bedeutet, ich habe hier keine Primzahl und e ist eine Primzahl. Und ja, offensichtlich, weil e größer als 2 hoch n ist, also größer als groß n in Bits, dann habe ich hier in jedem Fall einen größten gemeinsamen Teiler von 1. So. Dann kann ich mir noch ein d berechnen, effizient ein d gleich, weil ich ja Phi von n hier kenne, ich kenne ja p und q, das heißt, ich kann Phi von n easy berechnen, alles kein Problem. Das heißt, ich berechne d als e hoch minus 1. Übrigens, e ist nicht diese Eulersche Zahl e, Vorsicht, das ist was ganz anderes. E ist der RSA, das RSA-e sozusagen, modulo Phi von n. So, d gleich e hoch minus 1 modulo Phi von n. Dann ziehe ich mir noch ein zufälliges j. Ich glaube, das kommt euch wirklich sehr bekannt vor, hoffentlich. Die Dinger heißen übrigens auch eigentlich gleich. Ich versuche mich zumindest dran zu halten. Ein j aus z modulo n. Und dann kann ich mir meine Hash-Funktion definieren. Also meine Hash-Funktion, komm schon, ch von m, r. Also quasi die Hashwert von der Nachricht m und dem Random-Wert r ist gleich j hoch die Nachricht klein m mal dem Zufallswert r hoch e. So, und das sollte euch, wie gesagt, alles stark ans Einmalsignaturverfahren erinnern. Die Trapdoor ist dann logischerweise mein d und logischerweise auch nicht als Potenz. So, sehr gut. Das ist im Prinzip die ganze Magie. Das ist der Gen-Algorithmus, der mir hier meine Chameleon-Hash-Funktion berechnet und meine Trapdoor. Und was ich jetzt natürlich dann mache, ist, ich will natürlich sozusagen, mein Secret Key ist ja quasi meine Trapdoor. Und meine Trap Collision, übrigens, falls ihr gerade absolut nicht versteht, was eine Chameleon-Hash-Funktion ist, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, meine alten Videos erklären das, oder meine älteren Videos, quasi zwei weiter davor in der Playliste. Okay. Der Trap-Call-Algorithmus nimmt wieder mal die Trapdoor-T, die Nachricht M, die Nachricht R und die Nachricht M Stern, die anders ist normalerweise als die Nachricht M, sonst wäre es ein bisschen witzlos. Und was die berechnet, ist folgendes. Also wir wollen jetzt wieder den Zufallswert R Stern berechnen, sodass... Machen wir gleich. Genau, wir definieren uns erstmal wieder unser T als die Trapdoor, damit die Notation einheitlich ist. Hier schreibe ich mal wieder einen Doppelpunkt hin, damit das auch passt.
Okay, unser Trapdoor ist also wieder D geworden. Und jetzt wollen wir Folgendes berechnen. Wir wollen, dass der Hashwert von M und dem Zufallswert R derselbe Hashwert ist. Also wir wollen quasi eine Kollision berechnen. Also M Stern und R Stern. Und R Stern wollen wir berechnen. Also, dass das gilt, wollen wir. So, jetzt können wir das ja einfach mal einsetzen hier. Und so. Und genau dasselbe machen wir jetzt hier drüben, nur dass wir hier M Stern benutzen und R Stern benutzen wir auch. Also R Stern hoch E. Das ist ein Hoch hier, Vorsicht. Und das hier ist ein Stern, kein Mal. Ich glaube, das klammer ich vielleicht mal. Okay. Also R Stern hoch E. So. Jetzt das Ganze übrigens permanent modulo n gerechnet und das schreibe ich jetzt aber auch nicht weiterhin, das ist nämlich irgendwie immer so. Und was wir jetzt machen ist folgendes, wir wollen R Stern rausfinden. Naja, was machen wir dazu? Wir wissen ja, dass D das Inverse von E ist. Das heißt, wir können hier, wenn wir D potenzieren, dann haben wir hier R Stern stehen. Okay, das heißt, wir müssen erstmal dieses R Stern hoch E isolieren. Also bringen wir das mal auf die andere Seite. Und dann haben wir hier ein durch J hoch M Stern stehen. So, Vorsicht, hier, das steht oben auf dem Bruch, das steht unten auf dem Bruch und das steht auch oben auf dem Bruch. Aber ich darf das so hin und her schreiben, wie ich möchte, denn es ist ja im Prinzip kommutativ und deswegen kann ich das machen. Und ich habe das jetzt extra mal so geklammert, dass wir sehen, das hier kann ich auch als Minus im Exponenten schreiben, weil wir ja dieselbe Basis haben. Okay, das heißt, ich habe hier stehen J hoch M minus M Stern mal R hoch E. Okay, jetzt kann ich dieses R hoch E, R Stern hoch E, um genau zu sein, kann ich eliminieren, indem ich einfach beide Seiten mit D potenziere. Das heißt, hier ein D dran und hier machen wir eine Klammer drumherum und machen hier auch ein D dran. So, und jetzt habe ich eigentlich schon alles, was ich möchte. Das ist quasi mein R Stern, denn das hier kürzt sich wie gesagt weg zu 1 und R Stern hoch 1 ist offensichtlich R Stern. Das ist super, oder? So kann ich einfach eine Trapdoor berechnen und habe jetzt denselben Hashwert für MR und denselben Hashwert für M Stern, R Stern. Und ja, den Beweis, den sparen wir uns mal wieder, denn der ist quasi identisch zu dem Beweis für das Einmal-Signaturverfahren von RSA, den ich euch schon gezeigt habe. Könnt ihr, wie gesagt, sehr gerne als Übung machen. Einfach die Spiele sind folgendermaßen: Zwischen dem Challenger und B spielt ihr das RSA-Spiel, logischerweise, denn ihr wollt ja das RSA-Problem brechen. Und zwischen B und dem Angreifer A spielt ihr das Chamäleon-Hash-Funktion-Spiel von dieser Chamäleon-Hash-Funktion hier, die dann gebrochen wird. Das heißt, A besorgt euch sozusagen eine Kollision von dieser Chamäleon-Hash-Funktion und ja, ihr habt dann sozusagen instant eine Lösung für das RSA-Problem zur Verfügung. Okay, nächstes Mal zeige ich euch dann, wie ihr aus diesen Chamäleon-Hash-Funktionen tatsächlich eine Chamäleon-Signatur basteln könnt und dann eben diese Abstreitbarkeit gegenüber Dritten, die ich im ersten Video euch gezeigt habe zu Chamäleon-Hash-Funktionen, wie ihr die dann bekommt. Super, das war's von meiner Seite wieder mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!